Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, kurz GWZO, ist ein Forschungsinstitut, das sich mit der Region östlich von Deutschland beschäftigt, also der Region zwischen Ostsee, Adria und Schwarzem Meer. Am GWZO arbeiten wir von A bis Z, von der Archäologie bis zur Zeitgeschichte. Hier forschen Historikerinnen aus den unterschiedlichen Epochen, aus den unterschiedlichen Teildisziplinen, zusammen mit Literatur- und Kulturwissenschaftlerinnen, ebenso wie mit Kunsthistorikerinnen und Architekturhistorikerinnen. Das GWZO ermöglicht mir, interdisziplinär mit historischen, archäologischen und namenkundlichen Informationen die Bedeutung des Menschen für die Kulturlandschaft im östlichen Europa seit der Frühgeschichte zu erforschen. Archaeology means to me the opportunity to dive into the unknown depths of the past and bring to light what seems to have been forever destroyed by time. Film- und Literaturwissenschaft am GWZO bedeutet für mich Freude und Lesen, Forschung und Leidenschaft, Versuchung und Leistung, Fragen und Lernen. Mir als studentische Hilfskraft ermöglicht das GWZO schon während meines Studiums einen Einblick in ein Institut zu erhalten, an dem das östliche Europa erforscht wird. In diesem interdisziplinären und interepochalen Zugriff ist die Forschungstätigkeit des GWZO einzigartig. Wir finden damit international Anerkennung, besonders natürlich in unserer Forschungsregion, über die wir nicht nur forschen, sondern mit der wir gemeinsam forschen, in sehr vielen Kooperationsbeziehungen, die über lange Jahre etabliert sind. For me, the history of art and visual culture means a better understanding of the world that we see around us every day, whether that be art, architecture, advertising, design, or even social media. It provides a way of reading images, analyzing, and interpreting them. And it also connects the past to the present and the visual world to its social, political, and cultural context. Unsere Bibliothek macht aus Forschungsliteratur Hinweise. Sie gibt Antworten auf Fragen, die noch gar nicht gestellt wurden. Für alle, die am östlichen Europa interessiert sind. An unserem Haus arbeiten momentan an die 90 Personen mit sehr unterschiedlichen Hintergründen und wir sprechen insgesamt an die 20 Sprachen. Unser Institut gehört zur Leibniz-Gemeinschaft, einer der großen außeruniversitären Wissenschaftseinrichtungen in der Bundesrepublik. Und wir dürfen Förderungen erfahren von unserem Sitzland Sachsen als auch von der Bundesebene. Zudem arbeiten wir sehr eng mit der Universität Leipzig in Forschung und Lehre zusammen. Das GWZO steht für mich für gelebte Vielfalt. Vielfalt in der Forschung, Vielfalt der Perspektiven, Vielfalt der Menschen. Hier begegnen sich unterschiedliche Disziplinen, Kulturen und Ideen, um gemeinsam zu arbeiten und zu forschen. Das GWZO gibt mir als Zweifachmama höchste Flexibilität und Planungssicherheit, weil es das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie absolut groß schreibt und auch lebt. Als Kunstwissenschaftlerin und Slawistin ermöglicht mir meine Arbeit am GWZO nicht nur zu forschen und Bücher zu schreiben, sondern unsere Ergebnisse auch in großen und kleinen Ausstellungen zu präsentieren. Neben den verschiedenen Formaten der Wissensvermittlung, zum Beispiel den vielen Büchern, die bei uns geschrieben werden, neben Vorträgen, Ausstellungen und Online-Kursen gehört die Bibliothek zum Herzstück des GWZO. Mit 130.000 Medien ist sie die größte Spezialbibliothek zu Mittel- und Osteuropa in den östlichen Bundesländern. Hier findet sich eine breite Sammlung relevanter Grundlagenliteratur zum östlichen Europa, insbesondere zu den ostmitteleuropäischen Kernländern Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn. Die Bibliothek ist eine offene Bibliothek. Sie wird sehr gern von Studierenden, Universitätsangehörigen und von Interessierten genutzt. Unser Institut ist in unterschiedliche Forschungseinheiten gegliedert, wechselnde Nachwuchsforschungsgruppen für Wissenschaftlerinnen in der Qualifikationsphase mit je wechselnden inhaltlichen Foki sowie 3 etablierte Abteilungen. Seit dem Jahr 2025 dürfen wir uns zusätzlich über eine Abteilung in Prag freuen, was natürlich wunderbarerweise mit unserem Institutsjubiläum zusammenfällt.
Geschichte und Kulturgeschichte bedeuten für mich, gesellschaftliche Dynamiken in der Vergangenheit zu verstehen und ihre Bedeutung für Gegenwart und Zukunft zu beleuchten. Für mich als Juristin ist das GWZO ein Ort des täglichen über den Tellerrand schauens. Die Entwicklung seit der Aufnahme in die Leibniz-Gemeinschaft und insbesondere der Zusammenschluss mit den 8 sächsischen Leibniz-Instituten macht mir viel Freude. Wir als GWZO werden auch weiterhin dazu beitragen, das östliche Europa zu analysieren und zu erklären, um damit Wissen über die für Deutschland so wichtige Großregion zu vermitteln. Dass der Erklärungs- und Vermittlungsbedarf da ist, zeigt sich deutlich. Wer mehr über Geschichte und Kultur des östlichen Europa, über Kunst, Architektur, Archäologie, Literatur oder Umwelt erfahren möchte, ist hier genau richtig. The GWZO makes it possible for me to explore, communicate and be creative in a friendly and supportive team.